Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wir sind Basti und Svenja und wir sind die letzten 4 Jahre, beziehungsweise fast 5 Jahre schon, in unserem Van, einen Fiat Ducato aus dem Jahre 2011 um die Welt gefahren und wir dachten, es geht noch kleiner. Und deshalb haben wir uns im August diesen Jahres, oder? Ja. Einen Suzuki Jimny gekauft. Ist das zu glauben? Ich glaube es nicht. Auf jeden Fall bauen wir den jetzt gerade um, haben schon die ein oder anderen Upgrades gemacht und haben jetzt mit dem Ausbau hinten drin ja, wir wohnen aktuell auf einem Dorf. Ja. Und bauen an der Straße aus. Und bauen an der Straße aus. Auch eine neue Erfahrung. Den Van haben wir nämlich schön am Waldrand, ganz entspannt umgebaut. Und ja, jetzt sind wir mitten im Dorfleben drin und haben letzte Woche angefangen, den Korpus auszubauen, ein bisschen mit Holz gearbeitet, Schablonen gearbeitet und heute machen wir da einfach weiter und versuchen, so gut es geht, voranzukommen. Denn es wird Herbst. Wir wollen fertig werden. Und wir wollen fertig werden. Damit wir nicht ins Dachzelt kommen. Los, goes! Los, goes! Die ersten Schablonen sind erstellt. Ich finde, wir sollten das aus Pappe machen. Ja, ich dachte, wir starten heute mal mit einer kleinen Vorstellung. Vielleicht kommt ja der ein oder andere Neue mit dazu. Mit so einem neuen Projekt findet man vielleicht ja auch neue Interessenten, die auch gerne so klein und knutschig unterwegs sind. Und falls neue dabei sind und ihr Fragen habt, haut's mal in die Kommentare. Korrekt. Falls ihr irgendwas wissen wollt. Auch die vielleicht schon lange dabei sind und ihr Fragen habt. Ja, Haut's mal raus. korrekt. Willkommen auf unserer kleinen Ecke in diesem großen, weiten Internet. Mein Gott. Der Plan heute ist auf jeden Fall, zweimal hier Schubladen zu bauen und rechts und links eine schöne Abdeckung, die dann zusammen eine Ebene mit den Schubladen abschließt. Und dann hier oben rechts und links noch Abdeckung für die Radkästen zu bauen. Wir warten immer noch auf unseren Kühlschrank, der dann hier oben drauf kommt und auf die passende Hundebox, die hier rechts hin soll. Ja, es kam ein Paket. 33,4. 33,4. Wir haben leider auch noch nicht unsere Schubladen, wie nennt man das? Auszüge. Auszüge. Deswegen, aber wir wissen die Maße. Deswegen bauen wir jetzt ein bisschen blind. Das ist immer eine gute Idee. Und hoffen, dass es am Ende passt. Doch, das passt. Ist ein gutes Ungefähr. Ne? Ich meine, sie ist ein Tick zu lang, ne? Während Basti hier Holz misst und wieder einspannt. Wir hatten unter dem letzten Video Fragen, dass wenn wir die Roststellen behandeln wollen, müssen wir quasi die ganze Konstruktion wieder rausbauen. Und das ist absolut richtig. Hätten wir aber so oder so gemacht, weil wir wollen alles nochmal abschleifen und gegebenenfalls nochmal nicht nur verschrauben, sondern auch die Verbindungen kleben mit Holzleim, damit alles am Ende bombenfest hält und man hoffentlich keine Quietschgeräusche hat. Ja. So wie wir das aktuell im Van haben. Aus nostalgischen Gründen könnte man sagen, das wollen wir auch im Jimny haben. Überlegen wir uns noch, wie wir das haben wollen. Aber ja, wir müssen alles nochmal rausnehmen am Ende. Also wir bauen jetzt alles rein und gucken, dass es passt. Dann kommt alles nochmal raus. Dann kommen die Karosserieerneuerungen und dann kommt am Ende alles wieder zusammengeklöppelt rein. Inklusive dann Kühlschrank und Hundebox und so.
Ja, passen. Also passen wird sie auf jeden Fall. Mir kommt das zu viel Platz vor an den Seiten. Jo. Die erste Schublade passt schon mal und das machen wir jetzt nochmal für die andere große Schublade. Zweite Schublade ist auch drin. Wir haben uns jetzt gerade nochmal designtechnisch ein bisschen umentschieden, dass die Front nicht komplett vorne alles abdeckt, sondern dass das quasi ein bisschen reinrückt. Und das haben wir jetzt auch schon zugeschnitten. Jetzt kriegt man vielleicht schon mal so das erste Gefühl dafür, wie es aussehen soll und aussehen wird. Uhuhu. Ja, also hier ist das halt auch ein bisschen weiter raus, aber das ist nicht schlimm, oder? Mhm. Ich glaube, das ist richtig cool. Also mir gefällt es richtig gut. Jetzt müssen wir natürlich die zweite Schublade nochmal anpassen, ein bisschen kürzer machen, damit das auch so ein bisschen reingesetzt werden kann, die Front. Aber so, glaube ich, ist richtig cool. An den Seiten wird es noch zugemacht. Oben der Deckel von den Seitenfächern, auch mit diesem Holz. Das wird cool. Aber jetzt müssen wir erstmal eine kleine Pause machen, weil uns wird kalt. Wir müssen uns mal aufwärmen. Wir haben uns jetzt mit einer Tasse Tee in den Van verkrochen, um uns einfach kurz ein bisschen aufzuwärmen, Peppy dazu zu holen. Und wir sind richtig froh, dass wir mit dem Jimny gut vorankommen. Und wenn er fertig ist, träumt es uns natürlich erstmal ins Warme damit zu fahren. Hoffentlich wird das auch was. Nichtsdestotrotz könnten wir dann auch zumindest mal unser Spanisch wieder auffrischen. Und dazu benutzen wir natürlich unsere Sprach-App Rosetta Stone. Die Sprach-App ist super intuitiv, also man lernt jetzt nicht durch Vokabeln pauken, sondern durch echte Bilder, Szenen und Ausspracheübungen. Und das machen wir jetzt einfach, solange wir hier unseren Tee trinken. Und falls ihr euch ein Reiseziel ausgesucht habt, in dem man kein Spanisch spricht, ist das auch kein Problem, denn es gibt 25 weitere Sprachen, wie zum Beispiel Italienisch, Französisch oder sogar Japanisch. Perfekt, um sich für jede neue Destination vorzubereiten. Und gerade hat Rosetta Stone für euch auch die Holiday-Aktion. Da bezahlt ihr für das Single Lifetime-Abo, also für eine Sprache, nur 99 € lebenslang. Oder ihr wählt alle 25 Sprachen und kriegt dafür 60% Rabatt. Wenn das nichts ist. Und das Beste ist, das Ganze könnt ihr sogar verschenken mit digitaler Zustellung, also kein Verpackungsstress oder Versandstress. Einfach entspannt online bestellen und zu Weihnachten ist es dann pünktlich da. Also schenkt ihr selbst oder jemand anderen doch dieses Jahr einfach mal ein Geschenk, das bleibt und eine Sprache fürs Leben. Klickt den Link unten in unserer Infobox, da schreiben wir alles nochmal auf, alle Informationen und holt euch das Angebot des Jahres bei Rosetta Stone. Und wir? Machen jetzt weiter. Genau. Bauen zumindest noch die Front fertig, bevor es ganz dunkel wird. Cheers. Hasta pronto. Hasta pronto, wie der Schwabe sagt. So, es wird jetzt wirklich sehr schnell dunkel immer und es ist jetzt auch schon arg dunkel und deswegen werden wir jetzt in die Garage gehen und da die letzten Sägearbeiten für heute noch machen. Aber dafür muss ich den Kram erstmal noch umräumen. Aber guck mal, man sieht mich schon gar nicht mehr. Versuchen wir es mal mit 22,3 und dann 37,3 wäre Plan, aber ich glaube 37,2 machen. Okay. Trommelwirbel. Passt? Passt. Ja, sieht cool aus. Bin Shave, had got lave. So schief ist doch gar nicht. Das gefällt mir richtig gut. Das wird richtig gut. Um die Schubladen fertig zu machen, fehlen jetzt immer noch die Auszüge. Die kommen wahrscheinlich erst Ende der Woche. Aber morgen machen wir dann mit den kleinen Fächern weiter.
und das Außen, das Holz, damit wir das abdecken. Und für heute ist erstmal Schluss. Denn es ist dunkel, es ist kalt, wir haben Hunger. Oder? Bis morgen. Welcome to the sunny side of life oder so. Wir haben mal unsere Fahrzeuge geswitcht. Wir standen nämlich immer im Schatten von unserem Van und haben gefroren. Völlig bescheuert. Deswegen haben wir heute einfach mal Seiten getauscht und machen hier in der Sonne weiter. Schon da oben nicht so rum. Sieht ja aus wie neu. Krass. Das ist krass. So, bevor wir euch überhaupt den Abschluss vom gestrigen Projekt gezeigt haben, haben wir schon wieder ein neues angefangen, weil das Wetter einfach zu schön ist. Es sind 20 Grad fast. Selbst der Pulli fühlt sich schon einen Tick zu warm an. Aber wir zeigen euch jetzt gleich mal unsere Schubladenfront, wie die geworden ist. Und jetzt haben wir hier schon an der Seite das Plastikteil weggenommen. Wir waren uns nicht zu 100% sicher, ob man das so komplett abnehmen kann, weil das so eine Platzverschwendung ist. Aber wir dachten, vielleicht ist das Metall hinten dran, das Blech auch so geformt. Aber das ist flach. Und jetzt können wir da eine schöne Holzkonstruktion dran packen, wo wir dann auch noch Sachen dranhängen können. Genial. Genial. Und das sind die Fronten. Wir finden, es ist richtig cool geworden. Wir wollten extra für vorne so ein bisschen schöneres Holz, dass wir das nicht mit dem gleichen machen, mit dieser Pappe, wo wir diesen Korpus gebaut haben. Hey, und es ist richtig cool geworden. Wir finden es gut. Und jetzt haben wir auch schon diese Aussparung fertig gemacht. Da hatten wir Schablonen heute Morgen fertig gemacht, schon mal das Holz zugeschnitten. Eigentlich sollten das nur Testhölzer sein, weil wir hatten nur noch so Reste, die jetzt von dieser Musterung. Maserung hattest du gestern gesagt. Musterung. Genau jetzt nur noch anders geht als diese Schubladen hier vorne, aber eigentlich finden wir es gar nicht so schlecht. Vielleicht lassen wir es jetzt einfach und haben das Holz jetzt wieder verwendet, ist doch super. Und es sieht doch trotzdem cool aus. Richtig cool. Unsere neue Bauleitung ist auch mit am Start. Maße sind genommen. Ungefähren Maße, weil irgendwie ist alles schief in diesem Auto. Und jetzt versuchen wir das passend zuzuschneiden, so gut es geht. Und falls wir noch nicht gesagt haben, worum es überhaupt geht, wir machen jetzt die Fächer, die hier an die Seite kommen sollen. Schon echt einfach ein kleines Auto. So, nachdem uns jetzt schon 7-mal das Trommelfell aus den Ohren geflogen ist, haben wir uns jetzt doch mal für Kopfhörer entschieden. Kopfhörer? Kopfschützer. Tonreduzierer. Das Mikro stellen wir für euch immer leise, keine Sorge. Hoffentlich vergesse ich das nicht. Wir hatten das ja abgeschliffen. Hä?
Irgendwie falsch. Fräsen, die erste. Strom ist drin. Aber keine Ahnung, wo man das ansetzt. Wir fangen einfach mal an. Ja, so quasi vorher. Hier so, ja, so. Das glaube ich nicht. Doch, super. Soll ich? Ja, mehr schief als letztes Mal kann es nicht gehen. Bereit? Ja. Da und da, ne? Ja. Fräse ich jetzt schon in das Holz rein? Das weiß ich nicht, das werden wir sehen. Mach Ich jetzt glaub mal. nicht. Mach jetzt mal, ey. Ein bisschen Angst. Das kann nichts passieren. Das Ding hat aber auch Wumms. Aber das ist ja nicht das, was wir brauchen. Nee. Was ist das War auch denn? schöner. Okay, wir haben nicht mehr alle Materialien, das heißt, einmal kurz zum Baumarkt. Draußen ist es mittlerweile dunkel. Wir haben uns ein paar Videos angeguckt, wie man richtig fräst und ein paar Probestücke gemacht. Und jetzt fräsen wir die richtigen Und wenn Sachen. Svenny sagt, ein paar Videos, meint sie eins. Und wenn sie Eins. Probeschnitte sagt, meint sie ein. Ja, mehr brauchst du doch auch nicht. Ich liebe neues Werkzeug. Ist doch mega, oder was? Hammer. Also wir hatten erst so, dann so, also hier so einen komischen Nupsi. Und wir wollen aber 45 Grad. Und den haben wir jetzt perfekt getroffen. Das ist ein richtig geiles neues Gerät. Ich lieb's. Okay, Probeschnitt geglückt. Jetzt kommt's richtige Holz. Hey, wie gut. Ich werde nur noch fräsen. Es wird alles gefräst. Wir sind schon wieder mittendrin im Geschehen. Wir versägen jetzt die letzten Bretter, die wir haben und bauen die Radkastenverkleidung. Und dann zeigen wir euch alles, was wir so fabriziert haben. Los goes! So, Basti muss noch mal zum Baumarkt fahren. Das Brett, was wir gekauft haben, war leider zu kurz. Irgendwie haben wir uns genau um 1 cm vermessen. Das muss er jetzt noch mal neu holen. Das werden nämlich die Deckel für unsere Seitenabdeckung. Und ich mache so lang einfach die Schablone. So, wir sind schon ein ganz schönes Stück weiter. Das war das Holz, was ich aus dem Baumarkt noch geholt habe. Das war leider das andere ein bisschen zu kurz. Das haben wir jetzt schon auf diese Schablonen, die Svenny in der Zeit zugeschnitten hat, haben wir schon zugesägt und schon mal angelegt am Auto. Und das sieht extrem cool aus. Wir sind mega happy, wie das geworden ist. Das zeigen wir euch jetzt. Stockklar. Und das ist unsere finale Holzkonstruktion eigentlich quasi.
nicht nur quasi, sondern das wird sie sein. Mehr Holz werden wir im Chimney nicht verbauen, weil wir müssen ja auch ein bisschen aufs Gewicht achten. Die Schubladen werden natürlich noch ein bisschen justiert und ein bisschen doppelstöckig gebaut und so, damit wir das perfekt für die Küche nutzen können. Aber so ist das Endergebnis. Und ich finde, es ist richtig gut geworden. Es sieht richtig geräumig aus im Chimney. Wenn man es rausräumt, sieht es wieder winzig klein aus. Ich glaube, das haben wir schon mal erwähnt. Aber ja, mit dem Holz, mit dem hellen und dem dunklen Kontrast sieht es richtig cool aus. Die helle obere Fläche sieht man später ja gar nicht mehr, weil da kommt dann der Kühlschrank drauf und die Hundebox. Und dann kann es quasi schon losgehen. An der Seite haben wir jetzt quasi die Radkästen verkleidet. Wir haben uns ja dazu entschieden, das Plastik dran zu lassen, weil das einfach von hier hinten bis ganz nach vorne an die Tür geht. Jetzt haben wir hier hinten einfach so kleinen Holzkasten hingebastelt und das wird dann noch mit Scharnieren der Deckel fixiert. Und dann haben wir hier so ein kleines Fach. Und ja, es soll so rum aufgehen, weil wir wollen hier Fenster haben, die nach außen aufgehen. Der Chimney ist komplett krumm und schief. Das heißt, wenn man für die eine Seite eine Schablone gebastelt hat, bedeutet das nicht, dass das auf der anderen Seite auch passt. Sprich, ich durfte zweimal Schablone anfertigen. Auf der Seite ist es uns gut gelungen, auf der Seite nicht ganz so gut. Also überlegen wir uns, ob wir nochmal ein Brett sägen. Aber für jetzt erstmal lassen wir es so. Oder wir machen noch ein neues. Wir machen noch ein neues. Ja, aber hier ist genau das gleiche Spiel wie auf der anderen Seite. Und ich finde, es sieht einfach richtig cool aus. Es ist uns richtig gut gelungen. Hier ist noch ein Brett. Hier war ja auch so eine große Plastikabdeckung dran. Und jetzt haben wir hier quasi sogar noch ein bisschen mehr Spiel gewonnen für die Küchenschublade zum Auszug. Das wird noch gefilzt. Und ja, hier sind dann quasi unsere Schubladen. Wenn die Auszüge da sind. Tada! Tada! Wir sind auf jeden Fall richtig weit gekommen. Es ist richtig cool geworden. Wir sind mega happy mit dem Ergebnis. Und ich würde auch an eurer Stelle nächste Woche auf jeden Fall einschalten, denn da gibt es, glaube ich, die größten Veränderungen überhaupt am Chimney. Wir sind richtig gespannt, denn wir werden jetzt alle Pakete einpacken, die wir hier noch rumstehen haben. Das sind einige. Wir werden uns mal ein bisschen nach außen an den Chimney begeben. Und ich glaube, man wird ihn fast nicht wiedererkennen. Wir sind wir freuen uns richtig drauf, was da alles kommt. Das wird es nächste Woche dann geben. Das heißt, für diese Woche war es das. Ja, wir bauen jetzt hier alles, was wir gebaut haben, wieder raus. Yay. Damit die Pakete Platz haben. Ja. Und dann? Und weil wir auch noch den Rost behandeln müssen und das Plastik nochmal raus muss. Das stimmt. Auch ein Grund. Das Fast heißt, vergessen. Ja, schade eigentlich, ne? Genau, wir würden uns natürlich richtig freuen, wenn ihr uns ein Like für das Video da lasst, uns ein bisschen supportet damit, natürlich auch mit einem Abo von diesem Kanal, denn verpasst ihr nicht, wie nächste Woche dieser kleine Chimney zum absoluten Offroader wird. Oder so ähnlich. Das wird richtig cool. Ja. Ich freue mich mega drauf. Ja. Emoji der Woche ist Holz. Holz. Baum. Ein Holz, Baumstamm. Baum. Oder sowas ähnliches. Ja, irgendwas, was wir verbaut haben. Ja, könnt uns aber auch mal noch in die Kommentare schreiben, wie ihr den Ausbau so findet bisher. Und ganz kleine Werbung am Ende. Es gibt noch ein paar Kalender von unserer Patagonia Edition und wir freuen uns natürlich, wenn ihr vorbeischaut und euch das Abenteuer nach Hause holt. Ja, und vielen Dank auch schon mal an alle, die uns schon Feedback geschrieben haben zum Kalender, die den schon bekommen haben. Das ist wieder richtig, richtig lieb und richtig schönes Feedback und wir freuen uns, dass euch der so gut gefällt. Genau, und ja, schaut im Shop vorbei, bestellt euch noch ein vor Weihnachten schönes Geschenk. Bis nächste Woche. Genau, danke. Ende.